Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Alokasien sind wirklich echt wunderhübsch, aber auch leider sehr anspruchsvoll. Und häufige Fehler machen sie wirklich extrem unglücklich. Hier erfährst du, was ich gerne vor dem Kauf einer Alokasia echt gewusst hätte. Aber weiter geht's nach dem Intro. Fangen wir doch auch gleich an mit dem ersten Kapitel Standort und Licht. Generell habe ich, oder welche Pflanzen habe ich hier vor mir stehen? Das ist halt einmal eine Alocasia odora variegata. Die hat zum Beispiel so kleine weiße Stellen an den Blättern. Nicht wundern, warum die Blätter bei mir alle so glänzen. Ich habe da Blattglanzspray aufgesprüht. Das erzähle ich dir aber später, warum das so ist. Ich kann es dir auch mal zeigen. Das hier ist die Pflanze. Hier sieht man das vielleicht besser. Steht bei mir in Semihydro, deswegen sieht man hier auch so schön die kleinen Nudelwurzeln. Und zu meiner anderen Seite, jetzt seht ihr die halt auch, ist eine Alocasia ventii. Das ist wirklich meine allererste Pflanze, die ich mir gekauft habe. Die Rückseiten sind so leicht roséfarben. Wie du halt schon siehst, die steht dann in einem 12-Liter-Eimer. Deswegen ist sie auch wirklich schon ein bisschen größer. Ich bin da auch sehr stolz drauf, denn ich bin eigentlich so ein notorischer Alokasientöter. Deswegen dachte ich so, das hilft sehr, wenn ich mich selber informiere und euch das Wissen sozusagen gleich weitergebe. Da haben wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weißt du. Also, Kapitel Nummer 1, Standort und Licht. Das heißt, deine Alocasia mag wirklich helles, indirektes Licht und ideal solltest du halt mindestens auf 5000 bis 10.000 Lux kommen. Da freut sich die Pflanze wirklich am meisten. Das heißt, entweder du stellst deine Pflanze wirklich unter so einer LED-Pflanzenlampe oder auch direkt an ein Fenster. Das wäre wirklich eigentlich perfekt, aber die Pflanze mag wirklich keine direkte Mittagssonne. Das heißt, zu stark sollte das dann halt wirklich auch nicht sein. Wenn du aber dann zu wenig Licht hast, dann kann es sein, dass die Blätter ausfallen und das Wachstum stagniert. Das heißt, du musst da halt wirklich eigentlich so einen guten Mittelwert halt finden. Wenn du deine Pflanze jetzt aber in die dunkelste Ecke deiner Wohnung stellst, dann solltest du vielleicht halt auch zum Beispiel eine Pflanzenlampe nutzen, zum Beispiel irgendwelche Pflanzenlampen von Sansi Grow Lights oder irgendwie sowas, die benutze ich halt auch. Das sind so richtig große Pflanzenlampen. Die Pflanzen stehen bei mir unten alle auf dem Boden. Ich habe hier oben, das seht ihr nicht, wirklich von der Decke her so diese kleinen Pflanzenlampen halt hängen. Die haben so einen richtig großen Kegel. 3 Stück hängen hier zum Beispiel im Hintergrund und das ist für mich persönlich perfekt. Kommen wir doch auch gleich zu Kategorie Nummer 2 und zwar Gießen und Luftfeuchtigkeit. Hier gibt es ein paar Sachen zu beachten und zwar nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser. Aber woher weißt du jetzt, wie du deine Alocasia gießen musst? Das ist eigentlich ganz einfach und zwar, du kannst die Erde, also wenn du in einem organischen Substrat bist, das heißt, du hast deine Pflanze in einem sehr luftig, fluffigen Gemisch, dann kannst du das mit dem Finger testen und zwar, wenn die ersten 2 bis 3 cm, die steckst du dann in die Erde, halt wirklich trocken sind und da ist jetzt keine Erde mehr dran, dann solltest du deine Pflanze gießen. Der Fingertest. Aber generell solltest du halt auch Staunässe vermeiden. Das heißt, die Wurzeln faulen wirklich dann sehr schnell bei Alokasien. Das habe ich persönlich auch in Semihydro auch festgestellt. Das heißt, meine Pflanzen stehen nicht in Erde, sondern in solchen kleinen Leckerkugeln. Das sind so kleine Schokodinger hier. Das funktioniert theoretisch auch. Hohe Luftfeuchtigkeit, das heißt, du solltest deiner Pflanze auch so um die 50 bis 60% Luftfeuchtigkeit gönnen. Optimal sind aber 70%. Ich persönlich habe alle meiner Pflanzen in normaler Raumtemperatur oder Raumluftfeuchtigkeit. Ich halte sie auch immer noch. Vielleicht ein paar Alokasien nicht mehr. Aber ich habe jetzt keinen Luftbefeuchter oder sowas. Kann vielleicht daran liegen, dass meine Alokasien alle eingehen. Aber deswegen habe ich ja das Video gemacht, damit du das besser machst als ich. Sie werden ja so schnell erwachsen. Okay, zurück zum Thema Fokus, Benny. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du nicht auf diese Luftfeuchtigkeit halt kommst oder du lüftest überhaupt gar nicht, genauso wie ich,
Dann kannst du zum Beispiel einen kleinen Luftbefeuchter in deine Wohnung stellen oder in die Nähe von deinen Pflanzen. Du kannst auch die Pflanzen ein bisschen ansprühen, um so ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit zu schaffen. Aber du solltest darauf achten, dass die Blätter wirklich nicht dauerhaft nass sind. Das mag die Pflanze nämlich auch überhaupt nicht. Kommen wir da auch gleich zu Kapitel Nummer 3. Schädlinge sind dein größter Feind. Ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich dry sage, muss ich immer dabei an die Simpsons-Folge denken. Kennt ihr die? Ich bin nicht hier, um zu denken, sondern um zu lenken. Ich nehme Nummer 3. Kennt ihr das? Naja, egal. Und zwar Alokasien ziehen wirklich sehr gerne Spinnmilben an. So ein richtiger Magnet, weißt du? Und besonders bei trockener Luft. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich so extreme Probleme mit Schädlingen habe. Jetzt macht das alles Sinn, weißt du. Okay, must look professional. Das heißt, du solltest auch hier zum Beispiel regelmäßig deine Blätter kontrollieren und vor allem auch die Unterseiten. Ne? Also hier sammeln sich vor allem gerne Tripse. Ne? Das sind solche kleinen schwarzen Dinger, die können auch eher weiß oder gelblich sein, wenn sie noch sehr jung sind. Schwierig zu betrachten ist, also schwierig zu sehen, gerade wenn du noch irgendeine Panaschierung hast, dann ist das so weiß auf weiß und manchmal fällt dir das halt erst auf, wenn das Blatt, kann ich das zeigen, so ein bisschen angefressen ist. Na gut, das ist jetzt nicht so wirklich ein Tripseschaden hier unten, das hat einen anderen Grund, aber das Blatt, das sieht dann halt so ein bisschen leicht angefressen aus. Nee, ich kann dir jetzt nicht so wirklich eine Stelle zeigen. Nee. Okay, also Blätter kontrollieren, wenn du zum Beispiel feine Gespinste siehst, dann ist das halt wirklich ein Grund, alarmiert zu sein oder dann musst du halt wirklich aufpassen. Und zwar, du könntest dann eventuell Spinnmilben haben. Hier kannst du zum Beispiel Raupenmilben einsetzen oder die Chemiekeule, je nachdem, wie viele Pflanzen du hast. Ich persönlich, die jetzt erstmal von Raupenmilben abraten, denn wirklich Raupenmilben, so wie ich es persönlich kennengelernt habe, ist es jetzt halt erstmal so etwas, wenn du einen richtig großen Garten hast oder du hast einen großen geschlossenen Raum und du hast da wirklich extreme viele Pflanzen drin stehen, du hast da vielleicht noch ein paar Springtails drin, so einen richtig kleinen Urwald, so einen abgeschlossenen Raum und du willst jetzt halt nicht das Ökosystem zerstören. Ne? Dann würde ich das ist jetzt eigentlich so das perfekte Beispiel für Raupenmilben. Das heißt, du hast eine Überpopulation von Schädlingen, willst aber ein neues Insekt integrieren in das Ökosystem, dann wird sich das so ungefähr ein bisschen ausgleicht. Das ist ja eigentlich so die Idee hinter Raupenmilben. Wenn du jetzt aber theoretisch nur 1 bis 2 Pflanzen hast, dann solltest du dir natürlich erstmal sofort extra stellen. Meistens ist es, wenn du die schon siehst, ist es zu spät und du musst die Pflanzen, die wirklich in der Nähe stehen, auch alle kontrollieren. Und ich würde dir eigentlich sofort entweder zum Blattglanzspray raten, das ist so ein bisschen vorbeugend, das benutze ich zum Beispiel, denn ich habe extreme Probleme mit Tripse. Das heißt, um das so ein bisschen einzudämmen, sprühe ich die Blattvorderseite und die Rückseite mit Blattglanzspray ein. Das heißt, was macht es? Das Spray überzieht die Pflanze mit einer kleinen Ölschicht vorne und hinten, das dann gedämpft das Blatt und auch die Tripse, die sich darauf befinden, aber nur einmal. Und das hat dann sozusagen die Folge, dass durch diese Ölschicht die Tripse nicht mehr zum Blatt kommen. Das ist die Idee dahinter. Oder du kannst auch so eine typische Chemiekeule benutzen. Dazu würde ich dir jetzt halt erstmal raten, wenn du jetzt halt nur 1 bis 2 Pflanzen hast, dann machst du dir das Leben ganz doll einfach. Und zwar, ich benutze das Neudorf schädlingsfrei Sprühzid. Das ist jetzt zum Beispiel was zum selber mischen. Das gibt es auch in so einer kleinen Sprühpistole. Ich persönlich habe mich jetzt aber erstmal zum selber mischen dazu durchgerungen, weil ich will das mal ein bisschen ausprobieren. Denn wenn du nämlich alle Pflanzen auf einmal mit dem Zeug einsprühen musst, dann komme ich mit so 200 Milliliter nicht so wirklich lange oder nicht so wirklich weit. Und deswegen dachte ich, okay, ich probiere das jetzt halt einmal aus. Also Chemiekeule, würde ich dir jetzt persönlich erstmal dazu raten. Okay, das heißt, wie kannst du jetzt, also wenn du jetzt wirklich Spinnmilben hast, wie kannst du sozusagen vorbeugen? Das heißt, du willst gar nicht erst, dass da irgendwelche Viecher auf deinen Pflanzen sitzen. Das heißt, hier kannst du wirklich bewusst die Luftfeuchtigkeit hochhalten und die Blätter gelegentlich abduschen. Das heißt, entweder mit Wasser oder benutzt Neemöl. Das ist halt eher eher ein Mittel zum Vorbeugen. Wenn du wirklich aktiv oder extreme Probleme mit Insekten hast, dann wird ja Neemöl nicht
so viel helfen wie eine Chemiekeule. Die ist eigentlich dazu da, um den Schädling von heute auf morgen den Gar auszumachen. Und Nebel ist halt eher so, die Pflanze riecht dann ein bisschen nussig und das mögen die Viecher nicht und deswegen gehen sie auf die Nebenpflanze, die du nicht eingesprüht hast. Okay, also Kapitel Nummer 4. Deine Blätter sterben ab. Oh mein Gott, ist das normal? Ja, Alokasien werfen alte Blätter ab. Besonders wenn neue Blätter wachsen, ist es meistens ein 1:1 Austausch. Das heißt, ein neues Blatt kommt, ein altes Blatt geht. Das zeigt ihr zum Beispiel an dieser Odora variegata. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blätter. Ich habe eigentlich immer festgestellt, dass so um die 5 ist eigentlich immer so normal. Wenn du mehr hast, dann liebt dich die Pflanze abgöttisch. Wenn du weniger hast, dann ist es auch okay. Aber eigentlich immer so um den Dreh. Ne? Das heißt, hier habe ich zum Beispiel ein kleines neues Blatt. Oder hier entwickelt sich ein neues Blatt. Na, du bist im Weg. Hier kommt was Kleines Neues. Und das älteste Blatt, das seht ihr bestimmt schon, es hängt schlaff hinunter. Das ist halt auch mit so das Blatt mit dem meisten Weiß. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, ich persönlich, dass das eingeht. Denn ich habe da so ein bisschen PTSD, weißt du, so ein bisschen, da fängt mein Auge an zu zucken an, wenn ich zu viel Weiß sehe. Denn zu viel Weiß heißt halt eigentlich immer, dass die Pflanze sehr viele Probleme kriegt, genügend Nährstoffe aufzunehmen oder Wurzelfäule zu kriegen oder das Blatt, das geht dann, die weißen Teile, die brauen dann weg oder so und deswegen bin ich da eigentlich sehr glücklich. Ich persönlich bin halt eher dann so ein Freund, ne, wenn du so irgendwie 90% Grün hast mit so ein bisschen Spritzer Weiß oder sowas hier, das würde für mich zum Beispiel auch noch gehen. Da bin ich jetzt ein Freund von. Jetzt wieder so hinstellen, dass ihr das alles wieder hübsch seht. Stopp. Passt. Also, es ist eigentlich völlig normal, dass deine Pflanze Blätter abwirft und es ist halt eigentlich normal, wenn deine Pflanze 1 bis 2 Blätter in einem Monat verliert, wenn du dich so ungefähr darauf einstellst. Okay. Wenn aber deine Pflanze zu viele Blätter auf einmal verliert, das heißt 5, 6, 7 und du hast nur noch ein komisches Blatt, dann kann das eventuell ein Zeichen von Stress sein. Was sind die Ursachen davon? Und zwar eventuell Lichtmangel, falsches Gießen, Schädlinge oder ein Temperatursturz. Genau, wenn du deine Pflanze zum Beispiel direkt am Fenster stehen hast, das heißt, das Blatt, das berührt auch wirklich das Fenster und du bist jetzt im Winter, dann kann es zum Beispiel sein, dass das Blatt verbrennt oder dass das Blatt dann erfriert. Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass das Fenster dann so ein bisschen nachzieht, dass das zu kalt wird und dass die Pflanze dann in den Wachstumsstopp gerät. Das ist mir auch schon aufgefallen. Kommen wir doch auch gleich zu Kapitel Nummer 5, und zwar Wachstum und Ruhephase. Im Herbst und im Winter stoppt eigentlich die Pflanze das Wachstum stark oder es verlangsamt sich. Aber keine Panik, das ist wirklich vollkommen normal, wenn eine Pflanze im Winter ein bisschen weniger wächst als im Frühling. Das heißt, hier solltest du eigentlich weniger gießen, nicht düngen, weil du sonst das Risiko erhöhst, dass die Wurzeln anfangen zu faulen. Aber im Frühling geht es hier weiter. Das heißt, hier startet die Pflanze wirklich mit neuem Wachstum und dann solltest du auch wirklich regelmäßig gießen, denn dann braucht die Pflanze wirklich alle Nährstoffe, um die hübschen, neuen, fluffigen Blätter zu kriegen, die du dir vorstellst. Oder vielleicht auch mal gut zureden, weißt du. Meines Erachtens sind Alokasien eher keine Anfängerpflanzen oder nichts für wirkliche Anfänger geeignet. Aber ich hoffe natürlich, dass du mit diesen Tipps und Tricks, dass es dir so ein bisschen einfacher fällt, entscheiden zu können, ob es wirklich etwas für dich ist oder nicht. Klar, ich habe mir sagen lassen, dass es auch so Einhörner unter euch gibt, die alles voller Alokasien stehen haben und die das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass Leute wie ich extreme Probleme damit haben. Du hast, dein Daumen ist vielleicht auf der einen Seite grüner als meiner. Weißt du,
Hast du vielleicht auch eine Alocasia? Schreib es mir doch halt in die Kommentare, oder gehörst du vielleicht da draußen zu einem dieser seltenen Einhörner oder Einhörner-Rhinos, die wirklich alles voller Alokasien stehen haben und du züchtest und kreuzt da alles wild drumherum, und würde mich freuen, wenn du drunter schreibst, wie du das hinkriegst. Ob du vielleicht irgendwelche spezielle Musik deinen Pflanzen vorspielst, gute Nachtgeschichten vorliest oder sowas, so erzähl es mir, weißt du. Würde mich halt außerdem noch freuen, wenn du das halt alles in die Kommentare schreibst. Aber nächsten Sonntag um 10 Uhr geht's weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's nicht gut, macht's besser. Wuff.